10 Taschen, ein Zuhause. Seit über 100.000 Kilometern bin ich mit dem Motorrad unterwegs. Und heute zeige ich euch, wie das eigentlich aussieht. Tasche für Tasche. Das letzte Mal haben wir ausführlich über das Motorrad gesprochen und heute will ich über das Gepäcksystem sprechen. Eine der wichtigsten Sachen beim Reisen, nicht nur welches Gepäcksystem ich gekauft habe, sondern alle Taschen, die ich am Motorrad befestigt habe. Auch diesmal ist das wieder meine Meinung, die ich in 5,5 Jahren Motorradreise und über 100.000 Kilometern gesammelt habe. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das meiste Gepäck auf Motorradreisen trägt man hinten und da muss man sich für ein Gepäcksystem entscheiden. Ich habe mich für das Moskomoto Reckless 80 System entschieden. Das heißt 80 Liter, ich habe das noch ein bisschen erweitert, dazu kommen wir jetzt. Im Allgemeinen ist es so, dass das ein Holster ist, wie ein Sattel, was man aufs Pferd legt. Das Ganze ist ein Teil. Ich habe das hier jetzt mal so aufgeladen, alles wie ich das fahre, wenn ich unterwegs bin. Das wird hier so verzurrt an den Sozius-Fußrasten und hinten an dieser praktischen Gepäckplatte. Hier kann man es ganz gut sehen. Das passt auf jedes Motorrad drauf oder auf fast jedes Motorrad. Und wenn man auch verschiedene Heckplatten hat, da passt es auch drauf. Da ist jetzt zum Beispiel hier in der Mitte noch ein drittes, das habe ich noch nie benutzt, aber es gibt manche Heckplatten, die haben halt so 3 Löcher, um was zu verzurren. Und da kann man das benutzen. Ich habe halt das dritte, das könnte ich auch weglassen, aber ich habe das immer noch dabei, weil jetzt nach 70.000 Kilometer fahre ich das ganz langsam, fängt hier an, das also ein bisschen aufzubröseln und so weiter. Dann habe ich immer noch eins Ersatz. Überhaupt kann man sagen, das Gute an den Moskomoto-Sachen ist, dass man alle Gurte und so einzeln austauschen kann. Neben den Taschen, die das Holster beherbergt, ist hier oben so ein Beavertail dran, also diese Zuklapptasche. Das kann man auch abmachen, wenn man will, aber hier ist nochmal so ein Dokumentenfach. Da fahre ich mein zerrissenes Nummernschild, das ist das Original-Nummernschild von der Teneré, fahre ich da drin spazieren, weil Rusan Carsten dieses komische Hessen-Wappen, das muss man, glaube ich, behalten, sonst hat man Stress, das mit gestohlen zu melden und so weiter. Also wenn man das abmeldet oder ummeldet oder was weiß ich, braucht man diesen Aufkleber. Ja, was man hier in Südamerika fährt, das kann ich mal kurz erwähnen, scheißegal. Ich habe hier ein 80er Nummernschild dran. Noch besser ist, so einen kleinen Aufkleber zu machen. Manche Leute, die haben nur so einen Aufkleber, der ist so groß. Dann hast du halt gar kein Gewicht mehr. Ja, und auf der anderen Seite ist hier so 2 Reißverschlusstaschen, die wasserdicht sind. Super praktisch. Ich habe hier so Rockstraps drin, dazu komme ich noch, würde ich unbedingt empfehlen, Rockstraps mitzunehmen. Die sind dann immer greifbar. Die Moskomoto-Taschen habe ich schon mal ausführlich in einem Video vorgestellt, deswegen gehe ich nicht mehr auf alles ein. Ich möchte noch sagen, dass es hier das Molle-System gibt. Also das ist so ein Militärsystem, darin kann man alles Mögliche anbringen. Das ist auch super stabil. Ich habe noch nie was kaputt gemacht. Der Frank ist einmal mitgefahren und hat sein Gepäck hier drauf verzurrt, weil seine KDM natürlich immer kaputt ist. Und dann hat er direkt hier so ein Ding zerfetzt, weil er daran gezogen hat wie ein Ochs. Das wird normalerweise nicht passieren, aber auch die neuen Versionen, meins ist jetzt ja schon 4 Jahre alt oder so. Die neue Version, die ist hier noch verstärkt, so wie an den Enden, da ist es hier so verstärkt. Und die kann man dann auch in beide Richtungen benutzen. Also nicht nur so, sondern auch so. Also das wird dann immer noch verbessert von Version zu Version. Da ist dann auch noch ein Karabiner dabei und so weiter. Hier kann man das zum Beispiel sehen. Hier habe ich dann das Molle-System, den Benzinkanister dran gemacht mit Rockstraps. Das hält super. Ja, der ist voll. Ja, also 4 Liter. Und das stört auch nicht, wenn ich da drauf sitze. Ja, hier unten, um das Motorrad zu schonen, weil es ja ohne Kofferträger ist ein Schaumstoffteil. Das kann man auch mit Klettverschluss abmachen, um das Ding zu waschen oder wenn man es mal auswechseln muss. Bei mir, ich habe das dann schon 2-3 Mal hier über den Auspuff gezogen, irgendwie dumm abgezogen und dann habe ich es hier eingerissen. Deswegen habe ich es auch hier so mit Panzertape geflickt. Ihr seht, ich habe den hier schon an 100 Stellen geklebt, aber man könnte ihn eben auswechseln. Der ist mit Klettverschluss hier festgemacht und es hält auch nach wie vor super, das Klettverschluss. Ja, dieses Ding, da könnte ich tatsächlich mal ein neues gebrauchen. Aber ist okay, wie gesagt, wenn man das pflegt, das passt schon. Überhaupt, was ist kaputt gegangen? Ja, das hier, das Molle-Ding, wie gesagt, hat der Frank zerrissen einmal. Dann hier habe ich das ein bisschen eingerissen und 2-3 Mal sind hier so Schnallen kaputt gegangen. Die Schnallen, die kann man für 20 Cent kaufen oder für je nachdem. Und dann kannst du die in 3 Minuten dran nähen lassen, ist kein Problem. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass man diese Taschen in verschiedenen Winkeln an das Holster anbringen kann. Man muss dazu sagen, wenn man damit viele Kilometer gefahren ist, bei mir ist das so oxidiert, dass man das nicht mehr abkriegt.
Also ich weiß nicht, ob das bei den neuen Versionen besser ist, aber wenn es einmal eingestellt ist und du bist dann damit 40.000 Kilometer gefahren, dann kannst du es nicht mehr anders verstellen. Ich habe es ganz flach eingestellt, weil ich hier möglichst viel Fläche haben will. Aber man kann es halt nicht so flach, es steht immer ein bisschen über. Also man kann jetzt nicht so eine Tasche drauflegen, die links und rechts übersteht. Dieser Beaver Tail ist normalerweise nicht so dran, sondern so. Und die Tasche muss man quer drauf machen. Aber habe ich dann irgendwann das Beaver Tail abgemacht und habe das hier mit Karabiner befestigt. Und dann mache ich das halt quer drauf. Hier das gleiche, ja, Karabiner dran, so macht das quer drauf und dann habe ich halt den Rucksack in der Mitte. Und jetzt hätte ich es halt auch steiler anstellen können. Wenn du es steiler anstellst, ist der Vorteil, dass du dann den Schwerpunkt noch tiefer hast. Das sind nur ein paar Zentimeter, aber das macht was aus. Also ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Ihr könnt mal die schweren Sachen in die Seite packen, dann legt ihr das Bike hin, hebt ihr es auf und dann packt ihr die gleichen Sachen oben drauf und dann hebt ihr das Bike auf. Das wird halt so viel schwieriger sein. Da merkt ihr einfach, was es ausmacht, die Sachen gut zu platzieren, eben die schweren Sachen noch weit nach unten zu packen. Kommen wir zu den einzelnen Taschen. Taschen 1 und 2, jeweils 25 Liter links und rechts. Das sind Dry Bags, die sind hier fest mit dem Gerät oder mit dem Holster verbunden. Und hier oben ist nochmal so ein Sicherungsband drauf. Also selbst wenn man das aufmachen würde, es kann nicht rausgehen, weil es hier fest dran ist. Ja. Ich mache es mal ab, damit man das sehen kann. Das sind halt Dry Bags, muss man dreimal rollen, dann sind die wasserdicht. Die fahre ich wie gesagt 70.000 Kilometer. Die sind nach wie vor wasserdicht. Ja. So sieht es aus. Da ist auch so ein kleines Fenster, denkt man so, ja, ist irgendwann, braucht man nicht. Aber es ist praktisch, dann sehe ich eben manchmal, wenn man lange reist und jeden Tag reist, da hast du ein bestimmtes Packsystem, das packst du immer gleich, du weißt dann irgendwann, wo deine Sachen drin sind. Aber wenn du dann manchmal, denkt man so, oh, ich optimiere mal was oder du kaufst irgendwas Neues und dann machst du was anders und dann weißt du nicht mehr, oh, habe ich das jetzt in dem oder in dem drin? Ja, und dann kannst du hier halt sehen, ah, okay, hier wäre jetzt der Kocher drin zum Beispiel, ne? Oder der Topf und der Schlafsack sieht man da. Das ist ganz praktisch und hier oben Rollverschluss, das ist halt auch so, das war mir jetzt nach, wie gesagt, 70.000 Kilometern, haben sich hier die Nähte langsam gelöst. Deswegen habe ich das hier nähen lassen. Das ist jetzt wieder fest und das ist jetzt wieder wie neu. Nach wie vor wasserdicht, die sind super robust. Robuster auch als andere Dry Bags. Wirklich gutes Material. Das gleiche gibt es links und rechts nochmal in Mini. 4 Liter. Ja, Auxpox nennen die sich. Die sind dann hier so befestigt. Also hier ist so ein Ding dran und hier. Und das wird dann hier drum gemacht. Kann auch nicht rausgehen. Ist unmöglich. Ja. Außer dieses Plastikding geht dir halt kaputt. Dann kann man es einfach so rausziehen. Hier hat man dann auch nochmal ein Mollesystem dran. Also man könnte hier noch irgendwas dran machen. Habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. 4 Liter, auch wasserdicht. Und werden dann hier reingeschoben. Und an diesen Holstern, man kann es vielleicht hier sehen, hier innen so ein bisschen, das hier mal aufmachen darf. Da ist so ein Klettverschluss dran. Also hier gibt es so ein Wasser, ich glaube, da kann man auch so ein Wasserreservoir dran machen. Dann kann man hier quasi den Schlauch rausmachen. Habe ich noch nie benutzt. Ja. Mir ist erst vor irgendwie, weiß ich nicht, paar tausend Kilometern aufgefallen, dass es hier überhaupt so einen Klettverschluss hat. Mich hatte jemand angeschrieben, jetzt gerade eben, also nach dem letzten Video, dass er das System hat und er eigentlich unglücklich damit ist, weil er die Holster da nicht reinbekommt. Ja. Ich meine, hier hängt das Schloss rum. Ich muss das mal ein bisschen so machen. Aber ich kann es mal versuchen. Ja, es wird hier halt so reingesteckt. Schiebst du rein. Hier unten kannst du reingreifen. Und dann ziehst du das hier noch bis zum Rand. Und rollst das hier so zu. Klick. 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 Und meiner Meinung nach, gut, ich habe es einmal verdreht. Meiner Meinung nach kannst du die so vollpacken, wie du willst. Das wird da immer reinpassen. Ich weiß nicht, was er da für Probleme hatte oder keine Ahnung. Bei mir gibt es die nicht. Also das ist gut. Bei den kleinen Taschen, da kenne ich die Probleme allerdings. Das ist ein bisschen more tricky, also ein bisschen schwieriger, das da reinzuzwängen. Ihr seht schon. Deswegen mache ich das immer, man könnte es jetzt auch reinzwängen, aber ich mache es immer so, bei den kleinen Taschen, die lasse ich immer drin und belade die dann, also ich packe die leer rein und belade die leer, dann geht's. Ich habe letztes Mal erwähnt, dass wenn man den Auspuff hochlegt, dann wäre das halt genau hier, an den Taschen. Das ist dann halt schon heiß, aber eben bei mir liegt die Tasche hier so ein bisschen auf. Ja, kann man das sehen, aber auf dem Hitzeschild und das passiert nichts. Ihr seht, das fährt da seit 70.000 Kilometern, das hat keinerlei Hitzespuren. Das Hitzeschild ist dabei. Das machst du hier dran, fertig aus. Warum fahre ich diese Taschen?
Ich hatte vorher, ganz am Anfang auf meiner ersten Reise nach Afrika, hatte ich die Lone Rider Motobags. Das sind so wie Koffer, aber die sind semi-elastisches Material. Der Thomas von Bikespeak, so ein Laden in Hanau, der hat dann gesagt, ey, probier die mal aus. Und ich bin rausgefahren aus dem Laden und es war schon direkt so, dass ich gedacht habe, das ist ein Riesenunterschied. Das ist einfach viel kompakter, viel näher dran. Ja, wenn du Kofferträger hast, hast du halt das immer weiter weg vom Motorrad und du hast es halt ausladender. Und bei mir war das so, dass diese Motobags, die sind dann halt breiter gewesen als der Lenker. Wenn ich dann durch ein Gässchen gefahren bin, bin ich manchmal an so einer Stange hängen geblieben oder so. Ja. Und also wenn du es breiter als der Lenker hast, das ist immer schlecht, auch beim Verkehr durchfädeln und so. Du wirst immer irgendwann irgendwo hängen bleiben. Kann ich nicht empfehlen. Ja. Also guck, dass die Sachen nicht breiter sind als der Lenker. Letztes Mal habe ich Claudio von Pegaso Reise eingespielt, der gesagt hat, es ist eine religiöse Frage, ob man Koffer oder Taschen fährt. Die letzten Jahre tatsächlich habe ich das Gefühl, die Diskussion ist beendet. Der Trend geht eindeutig in Richtung Taschen. Also ich sehe kaum noch Leute mit Koffern. Es gibt natürlich Leute mit Koffern, aber ich sehe es kaum noch. Und viele Leute, die ich hier treffe, die mit Koffern fahren, die sagen, ey, das nervt mich, beim nächsten Mal fahre ich auch mit Taschen. Die Kofferträger gehen kaputt, die musst du schweißen lassen. Manche Leute haben sie mehrmals schweißen lassen. Es ist eben super ausladend. Wenn du hinfällst und der Koffer fährt dir auf den Fuß, dann hast du halt richtig Probleme. Es bricht dir womöglich einfach Schienen- und Wadenbein durch oder ein Knöchel oder so. Die Koffer sind halt auch viel, viel schwerer. Vorteile von den Koffern sind, dass sie vielleicht ein bisschen besser zu beladen sind, weil du eben so einen großen Koffer hast, der sich jetzt nicht verbiegt und so. Und dass du ihn abnehmen kannst. Wenn du ihn abnehmen kannst, dann kannst du ihn dann als Campingstuhl benutzen. Okay. Und dass er abschließbar ist. Wenn das Bike umfällt, ist das Gepäck in Koffern natürlich viel besser geschützt. Das soll hier nicht verschwiegen werden. Bei Taschen solltest du empfindliche Dinge immer oben aufs Bike laden. Natürlich gibt es Leute, die fahren ihre Koffer und sind zufrieden damit und fahrt natürlich auch weiter. Ich sage nur, was meine Meinung und meine Erfahrung ist und dass es kaum noch Leute gibt oder immer weniger Leute gibt, die mit Koffern unterwegs sind. So, jetzt zeige ich euch noch, was ich gut finde an den Reckless-System. Also man kann es hier so abmachen, natürlich muss man nicht, aber kann man natürlich dann noch so zusammenfalten, dann hast du auch nicht mehr diese Bänder rumflattern. Ich mache es jetzt mal an einem beispielsweise so. Ja, dann ist es auch weg. Hier hinten machst du es dann auch ab und dann nimmst du das Ding. Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein wegen eben diesem Auspuff, wegen dieser Hitzeschild, weil es sonst schneidet. Und dann kannst du es über die Schulter machen und kannst es wirklich, hast beide Hände frei und es ist wirklich leicht dann. Und wie gesagt, da hängt jetzt auch noch ein 4 Liter Benzinkanister dran, der voll ist. In 3 Minuten hast du das ganze Gepäck auf der Schulter, also das ganze Holster mit den 25 Litern auf beiden Seiten und den 4 Litern kannst du auf die Schulter nehmen und ins Hotel tragen. Auf der Schulter das zu tragen ist auch wirklich, das kann ich, ohne dass es mir zu schwer ist. Ihr seht ja auch, ich bin jetzt nicht der stärkste Mann der Welt. Das Motorrad ist dann einfach leer. Hinten hast du halt keine Kofferträger und so, bist schön leicht, kannst geil auf Offroad-Tour gehen. Das ist halt ein Riesenvorteil beim Reckless-System. Ich habe auch hier mal ein Video gemacht mit anderen Reisenden, die ihre Gepäcksysteme vorgestellt haben. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Moscomoto ist quasi das Premium-Produkt, ist auch jetzt nicht das günstigste. Es gibt mittlerweile ganz viele so Marken, die das kopiert haben. Das sieht fast genauso aus wie Moscomoto, ist dann viel günstiger. Es gibt aber auch noch andere Systeme. Und es gibt natürlich auch noch, dass man Kofferträger hat, aber eben Taschen daran. Das ist dann der Vorteil, dass sie eben ein bisschen geräumiger sind und meistens sind die Taschen dann auch ein bisschen, also man kann auch größere Taschen dann nehmen, dann hat man ja auch mehr Stauplatz. Ja? Und trotzdem sind sie halt schmaler als Koffer in der Regel. Fahren viele auch so Systeme. Denn der Nachteil, ihr seht das hier schon beim Reckless-System, ist, dass es halt scheuert auf dem Plastik, auf die Dauer. Deswegen habe ich jetzt hier so Ducktape hingeklebt. Bei mir ist es auch im Hardcore-Einsatz. Ja, ich bin 70.000 Kilometer damit gefahren. Wenn man das Reckless-System kauft, ist ein 22 Liter Tasche für oben dabei. Das war mir aber erstens zu klein und zweitens hätte ich gern eine abschließbare Tasche für oben drauf. Und da habe ich eben meinen alten Backpacker-Rucksack genommen. Das ist eines der wenigsten Teile, die ich wirklich schon seit 9,5 Jahren benutze. Ein Backpacker-Rucksack von Packsafe. 55 Liter hat er, viele verschiedene Taschen, Innentaschen und so weiter. Ist halt super cool, kannst halt viel Kram verstauen und eben Packsafe ist eben sicher. Ja, man hat hier ein Schloss, was eben nicht einfach nur diese Reißverschlüsse zusammen, oder die, wie sagt man hier, die Zipperdinger zusammengemacht sind, sondern es ist hier mit so einem
Schloss quasi gesichert. Die Reißverschlüsse sind nicht durchstechbar, so einfach mit der Schere. Innen drin ist so ein Netz, so ein Stahlnetz eingewebt, dass du halt auch nicht mit dem Messer das einfach aufmachen kannst. Braucht man das? Weiß ich nicht. Mir wäre es eigentlich nur wichtig, dass man es abschließen kann. Denn ich transportiere hier meine ganze Elektronik drin. Drohne, Computer und so weiter, Festplatten. Ich mache ja Videos, ich habe viel Elektronik dabei. Das ist eigentlich der schwerste. Also das Ding wiegt, glaube ich, 15 Kilo oder so. Und das Coole ist halt auch, dass es gepolstert ist. Es gibt oft diese Riesentaschen, sagen wir, ja, fahr doch so eine Riesentasche. Ja, aber die sind dann einfach wie eine Plastiktüte. Das ist eine Riesentasche, wo du es dann so reinwirfst. Ich finde es halt cool, dass es gepolstert ist. Dann hast du halt auch die Vibrationen vom Motorrad und die Schläge, die werden dann halt einfach auch ein bisschen mehr gedämpft, was dem Laptop zugutekommt. Ja, ja, ich fahre den. Der ist ein bisschen schwerer durch den ganzen Sicherheitskram. Und wieder Rockstraps kann man hier wieder super geil befestigen an dem Ding und auch in diesen Halterungen von der Heckplatte. Wenn ich das jetzt mal aufmache, da ist der dran. Den kann man eben nicht einfach so aufmachen. Es geht nicht darum, natürlich kann man immer am Motorrad kannst du immer alles klauen. Du kannst jedes Motorrad einfach immer klauen. Auch wenn du die Koffer hast, was dann immer das Argument ist, man gehst mit dem Schraubenzieher rein, knack, hast du den Koffer offen. Also es ist nur immer für Gelegenheitsdiebe. Also Leute, die vorbeilaufen und denken so, ah cool, bzzt, nehme ich mal mit. Das geht halt dann nicht so einfach, da ist die Hürde dann schon höher. Da musst du dann schon irgendwie ein bisschen dran rummachen. Bei mir ist noch nie was geklaut worden. Aber ich habe trotzdem dann die Sicherheit, dass ich hier vom Motorrad weggehen kann. Ich würde dann halt, wenn ich die Kameras habe, wenn ich jetzt ins Hotel gehe und frage, was kostet das hier, dann nehme ich halt nur mein Handy mit und meine 360-Grad-Kamera und dann steige ich ab und der Rest bleibt halt dran. Ja? Und dann kann ich reingehen, fragen und das ist hier halt relativ safe dran und man muss halt ein bisschen Zeit aufwenden, um das abzumachen. Ja? Und ich meine, es weiß ja auch nicht jeder, dass da meine ganze Elektronik drin ist und was ich da drin habe. Ich habe den, damit man ihn auch nicht so einfach runternehmen kann, habe ich hier noch so ein Kettenschloss. Das habe ich auch hier dran gemacht. Ja, das auch. Und das ist dann hier halt so fest. Dann kannst du ihn halt nicht einfach so mitnehmen. Ja? Mir ist es auch schon passiert, dass beim Offroad, bei krassem Offroad, wenn ich das nicht richtig festgemacht habe, dass er dann so runtergefallen ist quasi. Also nicht so weit, aber dass er dann so weghing und das hat es dann hier halt so gehalten. So ein Kettenschloss, das würde ich auf jeden Fall empfehlen mitzunehmen. Das ist super praktisch. Du kannst es halt auch mal irgendwo anschließen, das Motorrad, oder abschließen. Davon bin ich weggekommen, weil die Leute das dann immer rumfahren und immer bewegen hier in Südamerika. Wenn jetzt hier jemand hin, sie wollen da parken, dann schieben sie dein Motorrad weg und so. Und dann hat sich das oft so in die Speichen oder in die Bremse, in die Bremskolben dann so verhakt und ist dann so, weil die halt nicht damit rechnen, dass man das abschließt. Deswegen, das würde ich nicht unbedingt empfehlen, aber man kann halt zum Beispiel auch hier das Reckless-System könnte man anschließen, ja, damit. Es ist halt so, dass an diesem Rucksack ist halt noch das Rucksackgeschirr dran. Ich kann das mal zeigen. Ja, kann man hier so ein bisschen sehen. Also es ist ein richtiger Backpacker-Rucksack. Gepolstert und so. Ich habe das schon oft überlegt, ob ich das einfach abschneide. Dann hast du halt noch mal, weiß ich nicht, ein bisschen weniger Gewicht. Aber ich habe es jetzt immer noch gemacht, weil jetzt zum Beispiel, so könnte ich jetzt auf Wanderungen gehen mit dem Rucksack und müsste halt nicht überlegen, was für eine Tasche ich mitnehme. Mehrtägige Wanderung. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, seit ich Motorrad fahre, aber ich könnte jetzt zum Beispiel in den Inca Trail laufen. Könnte man dann auch laufen und dann hätte man eben einen Rucksack. Wofür ich es benutze manchmal, ist es halt so, dass ich dann öfter mal ins Hotel ein paar Meter weiterlaufen muss und dass es mir dann zu schwer ist, weil wie gesagt, das ist die schwerste Tasche an meinem Gepäcksystem. Dann kann ich den aufsetzen und habe noch beide Hände frei, um irgendwas anderes zu tragen. Und das war vor allen Dingen praktisch in den Medinas in Marokko. Da muss man manchmal dann 10 Minuten laufen, dann musst du halt vorne dran parken, 10 Minuten laufen und so, dann kannst du das Ding halt mitnehmen und kannst schon mal 2 Taschen, dann musst du halt nicht 10-mal laufen. Dieses Motorradreise, dass das so ein Trend ist und so, das ist ja noch eine relativ neue Geschichte, weiß ich nicht, 10 Jahre, 15 Jahre, dass das so richtig angezogen hat, dass jeder eine Reise-Enduro fährt, auch Leute, die nicht reisen gehen und so. Und dann wird ja jetzt auch immer mehr entwickelt und es kommt ja auch wahnsinnig viel Zeug raus, gutes Zeug und so. Aber das Backpacker-Business ist natürlich schon viel älter und viel ausgereifter und so. Und deswegen finde ich, sind die Taschen auch viel besser. Mein Nachteil bei dem ist, der war früher relativ wasserdicht. Jetzt ist er halt nicht mehr wasserdicht. Ich habe halt meine ganze Elektronik nochmal extra in Dry Bags drin. Stelle ich dann nochmal extra vor den Inhalt. Man kann auch bei Decathlon für 9 € kannst du so ein Poncho kaufen, ja, so einen Überzieher. Dann kannst du das drüber ziehen und es ist wasserdicht. Den Rucksack gibt es halt nicht mehr bei PackSafe, schon seit Jahren nicht mehr. Es gibt eine 45-Liter-Variante. Das wäre vielleicht eine Sache, dass man sich das kaufen kann dann. Ich fahre den halt jetzt noch weiter, bis er halt hin ist. Aber man sieht schon, der löst sich halt langsam auf. Manche Sachen noch nichts Dramatisches, aber hier auch. Ja, man kann das dann immer noch mal reparieren und nähen lassen und so. Und das werde ich auch machen. Wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von dem. Das ist für mich der beste Reiserucksack, den es gibt. Ich habe auch zu dem Rucksack vor langer Zeit mal, noch bevor ich Motorrad gefahren bin, mal ein Review auf ein Video gemacht. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn euch das interessiert.
Und da ich ja vorher die Lone Rider Motobags gefahren bin, habe ich von diesen Innentaschen noch welche. Also das sind die Taschen, die man in diese Motobags, in diese Koffer, semi-elastischen Koffer reinsteckt. Das sind auch so Drybags und 31 Liter habe ich hier, führe ich mit. Hinten, die mache ich halt da dran, wo man normalerweise die Isomatte dran macht. Und ich habe da auch meine Isomatte drin, Sportmatte, Yogamatte und so weiter. Und es ist halt noch meine Tasche, wenn ich jetzt unterwegs bin und sage, oh, ich will jetzt campen gehen, ich fahre am Supermarkt vorbei, dann kann ich die einfach aufmachen, kann die beladen mit Essen und Cola und Wasser und Eis und Kohle, was ich halt brauche, und habe das dann schnell eine Tasche, die ich beladen kann. Dieser Drybag ist lang nicht so robust wie die Drybags von Moscow Moto. Ich habe am Zoll in Peru, hier sieht man das, hat ein Hund dann hier so das untersucht, und es war ein junger Hund und der war sehr wild. Und der hat da überall dran rumgebissen und dran rumgekratzt, und das hier hat es locker ausgehalten, aber hier war halt direkt ein Loch drin. Aber ja, die fahre ich immer noch mit rum und habe die auch wieder mit so einem elastischen Band. Das ist hier das ist nicht Rockstrap, sondern das ist so ein anderes Band. Ich weiß gar nicht mehr, von was für einer Marke das ist. Das hat hier so einen Haken. Also wenn ihr solche Bänder, umso mehr ihr davon dabei habt, ist es super. Allerdings die Rockstrap, die sind unkaputtbar, also fast unkaputtbar. Zweimal ist es bei mir in die Speichen reingekommen und hat es dann so aufgewickelt. Und dann hat die ganze Suspension bis an den Rand gedrückt, und dann zack, hat das Ding zerrissen. Zweimal ist mir das passiert. Das sind die einzigen beiden Male, wo so ein Rockstrap kaputt gegangen ist. Ansonsten sind die nicht kaputt zu kriegen. Also sind super gut. Rockstraps gibt es eben die große Variante und hier die kleine Variante. Also kürzer und schmaler, länger und größer. Aber würde ich empfehlen. Und wenn ihr eben noch so andere Sachen habt, es gibt eben von anderen Marken auch sowas Ähnliches wie Rockstraps oder solche Dinger hier. Das ist halt mit so mehreren Bändern, die man so auseinanderziehen kann. Das ist ganz gut. Und hier seht ihr schon, auch, dass mein Rucksack ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Hier ist eben dieses Ding, wo man so eine Isomatte unten dran macht. Das ist schon kaputt. Das habe ich mit so einem Gummiband hier dran gemacht, aber das hält. Das ist okay. Für die Zwecke, wenn ich was einkaufen gehe, unterwegs, oder vor allen Dingen, wenn ich im Hotel bin und wenn ich das Gepäck dann halt nicht dabei habe. Das hier ist mein Rucksack, den benutze ich immer täglich quasi, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Der ist halt so klein zusammenfaltbar. Ist von Decathlon, 20 Liter. Kostet halt wenig Geld. Dann hast du einen 20 Liter Rucksack, ist wasserdicht, sage ich mal. Ist jetzt nicht, ist halt so dünneres Material. Das ist schon okay, aber ist jetzt nicht für Hardcore-Regen, ist es nicht wasserdicht. Für Tagesausflüge, wenn ich jetzt einkaufen gehe, da kann ich locker 2 Milch, 2 Cola und was weiß ich reinmachen. Das ist halt super praktisch. Auf jeden Fall nochmal so einen kleinen, kompakten Rucksack dabei zu haben, den man einfach hier so in die Tasche stecken kann, den man schnell rausholen kann, um nochmal eine extra Tasche zu haben. Das ist praktisch. Kommen wir zu der Tasche, auf die ich am stolzesten bin tatsächlich, und zwar mein Tankrucksack. Ich hatte mir am Anfang, ich glaube es war sogar noch bevor ich nach Afrika gefahren bin, mal einen bestellt, und das hat mich aber gestört. Der war so groß, und dann hat er mich immer an den Beinen gestört, vor allem im Stehenfahren. Klar, da war ich jetzt noch ein Anfänger und so, vielleicht wird es mich heute nicht mehr so stören. Aber nach der zweiten Reise rund um die Adria habe ich dann mit einer Freundin zusammen dieses System entwickelt. Und das sind halt so, hier vorne, oben hat die Tenere so 2 Löcher, weiß ich nicht, für was die sind. Und da habe ich so Haken reingeschraubt und dann Gummibänder befestigt. Und hier unten eine Schraube rein, auf der anderen Seite auch. Und dann habe ich hier so Haken dran gemacht. Und da kann ich jetzt einfach jede beliebige Tasche mit 4 Ösen dranhängen. Das ist eine 30 € China-Tasche. Die fahre ich schon seit, wie gesagt, 3,5 Jahren jetzt in Südamerika spazieren. Ihr seht, die ist noch top. Natürlich, diese Reißverschlüsse, die gehen immer irgendwann kaputt. Die habe ich jetzt gerade erst wieder neu reparieren lassen. Das ist jetzt das ersten 2 Mal, wo ich die auf und zu mache. 2 waren wieder kaputt. Wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist aber dann auch so, weil du dann eben kein gutes Markenprodukt gekauft hast. Ich habe hier auch Leute getroffen, die hatten teure Tankrucksäcke, da waren die Reißverschlüsse auch kaputt. Also es ist nicht so, dass das nur bei so billig China-Taschen kaputt geht. Und so eine billig China-Tasche, die kann ich hier an jedem Marktstand kaufen. Die haben oft 4 so Ösen dabei. Die kann ich dann einfach dran machen. Die Flexibilität ist halt genial daran. Und mir reicht die Größe. Ja, ich habe da jetzt nicht die Drohne drin oder so. Ich sage nur, dass man sich auch immer selber was mal bauen kann und dass das super praktisch ist. Ich will einmal zeigen, wie schnell ich das abmachen kann. Fertig. Und dann, ich habe dann noch so einen Träger. Ich kann das dann hier auch so als Tasche tragen. Ja? So wie so eine Gucci-Tasche.
Ich habe hier jetzt extra noch mein Hip-Bag mitgebracht. Das kann ich eben auch da dran machen. Hier habe ich aber hier extra 4 so Ösen einnähen lassen. Die kann ich hier dann auch dran machen, dann kann ich das Hip-Bag hier fahren. Ist halt auch praktisch. Wie gesagt, bin da flexibel mit den Taschen. Wenn das jetzt kaputt geht oder so, dann kann ich halt einfach auf dem Markt eine andere Tasche kaufen für kleines Geld und habe eine andere Tasche dran. Klar könnt ihr auch einen Tankrucksack fahren. Das ist halt nur, wie ich es mache. Und ich bin sehr stolz darauf, weil ich es immer super cool finde, wenn so Leute, so Reisende, wenn ich das bei Leuten sehe, die irgendwas selber gemacht haben, eben nicht einfach nur gekauft und so. Das finde ich halt super cool und das funktioniert halt super gut. Ich bin super zufrieden damit. Klar, man kann es noch verbessern. Man könnte jetzt noch dickere Gummibänder nehmen zum Beispiel. Hier, ihr seht, hier habe ich jetzt auch so Panzertape hingeklebt, weil das hier sind Metallösen. Das wäre, wenn ich Plastik genommen hätte, dann wird es hier nicht so drauf rubbeln. Also wie gesagt, das ist so ein Nachteil. Und eben die beiden Taschen sind nicht wasserdicht. Also ich habe da aber nichts drin. Ich transportiere da Batterien für die Kameras drin rum und die können nass werden und halt anderes Zeug, weiß ich nicht, meine Coca-Blätter oder Bonbons, die ich unterwegs lutsche, mal einen Stift. Und eben, wenn man jetzt auch an den Mautstellen anhält und so, ich hatte am Anfang eben keinen Tankrucksack. Und wenn man dann an den Mautstellen anhält, dann muss man immer so, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr auf dem Motorrad sitzt und dann kommst du schlecht an die Tasche dran, dann ist es halt einfach praktisch, machst du einfach auf oder dir gibt jemand ein Ticket an der Fähre und dann wohin damit, machst du auf, steckst es da rein, fertig aus. Das ist schon praktisch, hier so eine kleine Tasche zu haben. Ja, zumindest eine kleine. Ich finde, man braucht jetzt nicht so eine Riesentasche. Da ist es halt auch wieder so, umso größer deine Taschen sind, du wirst die halt auch immer voll machen. Ja? Es wird dann immer so sein, am Anfang, ja, da habe ich noch super viel Stauraum und so. Irgendwann sind die voll mit irgendwas und du weißt gar nicht, eigentlich habe ich gar nichts dazu gekauft. Kommen wir zu anderen improvisierten Taschen, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Und zwar meine Crash Bar Bags. Das sind auch Moskomoto Holster plus Innentaschen. Und ich hatte die am Anfang hier hinten dran. Aber das sind 5 Liter Taschen, das sind 4 Liter. Hier passen aber nur die 4 Liter dran. Das hat sich dann immer so gewählt und dann war das halt noch schwieriger, da überhaupt irgendwie diese Taschen rein und raus zu bekommen und man hat halt voll viel Platz verloren, weil sich das so gewählt hat. Irgendwann habe ich halt die bekommen von Moskomoto, die Originaltaschen, die habe ich dann hier dran gemacht. Deswegen weiß ich auch, dass man dann, wenn man einmal diese Schrauben da dran gemacht hat, nach 20, 30, 40.000 Kilometern kriegst du die nicht mehr auf. Das war nämlich eine 4 Stunden Arbeit mit 3 Werkstätten, das aufzupopeln, ohne die Tasche zu zerstören. Dann hat mir die Silke von Moskomoto gesagt, ey, du kannst die anderen vorne an deine Crashbars machen mit Kabelbindern. Und genau das habe ich gemacht. Und das ist halt, also immer wenn ich Motorradreisende treffe, die sagen dann so, boah, das ist super geil, das ist genial. Machst du hier dran mit den Kabelbindern und dann hast du eben 2 wasserdichte Taschen, jeweils 5 Liter, sind fest da dran, ist sicher, ist alles gut. Und kannst du halt hier so rausnehmen, Moment, zack. Und jetzt kommt nämlich der Clou, das ist nämlich das Coole, dass du diese Holster hast. Wenn ich nämlich jetzt ohne alles fahre, so wie jetzt, sagen wir, ich habe den auch nicht dabei, dann ist es mir schon oft so gegangen, dass ich irgendwo was eingekauft habe und dann stehst du halt so da und denkst so, ja okay, wo packe ich das jetzt genau hin aufs Motorrad? Ja? Und dann, ich habe keine Rockstraps dabei oder so, ja. Und dann habe ich jetzt immer diese Holster, da kann ich halt, deswegen habe ich die Colaflasche hier hingestellt, sogar eine Colaflasche auf der anderen Seite auch reinpacken, ja. Das ist halt super praktisch. Du hast halt immer noch mal was, um das zu verstauen. Überhaupt hatte ich am Anfang immer nur hinten Gepäck drauf und es ist schon auch nicht schlecht, wenn man das Gepäck ein bisschen was nach vorne verteilt, eben Tankrucksack und das. Das ist natürlich kein Vergleich im Gewicht, aber es ist natürlich besser, wenn du ein bisschen ausgeglichener das Gewicht hast, als wenn du jetzt nur hinten drauf hast und dann ja, drückst du das hinten halt nur runter. Dann kannst du vielleicht ein bisschen Gewicht nach vorne nehmen. Da hast du halt auch Sachen immer griffbereit vorne. Dann noch etwas, was ich erst seit 1,5 Jahren ungefähr fahre. Ein Camelback. Das ist ein Rucksack und da ist eine 3 Liter Wasserblase drin. Kann man das sehen? Hier, 3 Liter passen da rein. Das ist halt super praktisch. Ich hatte vorher halt immer so Flaschen irgendwo dabei. Ich habe dann immer viel zu wenig getrunken. Ich habe manchmal am Tag dann nur 300 Milliliter getrunken und so. Mich dann gewundert am Abend, dass ich Kopfschmerzen hatte. Und hier hast du das halt auf. Und das mache ich so und mache das hier unten in den hellen Raum und trinke dann so. Das ist halt super praktisch. Der hat auch so ein wasserdichtes Cape noch dabei. Das benutze ich allerdings nie, selbst wenn es stark regnet. Das bleibt eigentlich relativ trocken da drin. Das Cape habe ich, glaube ich, erst einmal benutzt. Und dann hast du halt hier noch so eine Tasche, wo du halt so schnell meine Jacke, also ich habe da immer einen Hut drin. Einen Sonnenhut, weil ich habe ja wenig Haare. Und dann, wenn du dann so in der Sonne stehst, deswegen heute auch, sonst, damit ich mir den Dates nicht verbrenne. Dann hast du halt hier noch mal eine Tasche und drin sind auch noch mal Taschen.
und so weiter. Ja, das ist halt praktisch. Das ist eben für Sachen zu haben. Flipflops, wenn ich jetzt esse, dann ziehe ich die fetten Stiefel aus, ziehe ich die Flipflops an. Pass oder so, das hast du halt alles am Körper, ja, noch mal ein paar Kamerahalterungen oder sowas. Du hast halt hier auch diesen Zumachgürtel. Ich kann es mal kurz aufsetzen. Komm ich rum. Ja, so. Hast du halt hier noch mal eine Tasche. Und hier noch mal eine Tasche. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, dass diese Tasche wasserdicht ist. Das wäre super cool. Aber du hast halt hier noch mal 2 Taschen, um was drin zu haben, schnell griffbereit. Das ist halt gut. Da kannst du auch noch mal schnell was verstauen. Nachteil beim Rucksackfahren ist halt, du hast halt immer einen Rucksack an, Gewicht hinten drauf. Das mag nicht jeder. Musste ich mich auch am Anfang dran gewöhnen. Und bei großer Hitze ist es halt auch einfach heiß. Aber insgesamt, dieser Camelback-Rucksack ist der beste Rucksack, also das ist fantastisch. Und an dem hier ist es noch so, dass der einen Rückenprotektor dabei hat. Du schnallst ihn halt fest mit 3 Schnallen, der sitzt dann besser, als wenn du so eine Jacke anhast. Du kannst den abmachen, den Rückenprotektor, und kannst nur den Rückenprotektor fahren. Dann hast du hier nochmal so 2 Fächer, um irgendwie eine kleine Flasche reinzutun oder irgendwas. Ja, und fährst dann nur den Rückenprotektor. Oder kannst den Rückenprotektor rausnehmen, hier mit dem Reißverschluss, und kannst sagen, ich will den Rucksack ohne Rückenprotektor fahren. Also es ist sehr variabel, das System. Das ist jetzt nur 10 Liter, der Rucksack. Man kann noch 20 Liter fahren, der hat dann noch mehr Taschen. Der hat dann noch hier an den Seiten noch mal so 2 Taschen um Flaschen reinzumachen. Ich habe da manchmal schon gedacht, so, oh, es wäre geil, wenn ich den hätte, weil dann wäre es auch so ein Tagesrucksack. Machst einen Tagesausflug und hast dann einen Rückenprotektor dabei. Dann wäre halt 20 Liter besser, weil du da mehr reinkriegst. Weil 10 Liter, da kriegst du dann schon nicht mehr so viel rein, vor allem wenn du die Wasserblase voll hast. Das muss man schon sagen. Aber das wäre dann auch wieder, wenn ich die 20 Liter habe, die mache ich mit irgendeinem Scheiß voll. Ja, das ist dann so, hast du mehr. Das sind meine 10 Taschen, die ich dabei habe. Ich habe natürlich noch, der Vollständigkeit halber, habe ich ja letztes Mal schon vorgestellt, die Werkzeugboxen. Einmal hier unten, die große, und einmal hier hinten die. Aber die zähle ich jetzt nicht als Taschen, weil die fest am Motorrad verbaut sind. Die bleiben ja immer da dran. Was natürlich auch noch ein Fach ist, was man als Tasche quasi werten könnte, wenn man wollte. Aber zähle ich auch nicht als Tasche, weil es eben auch fest am Motorrad verbaut ist. Muss ich jetzt auch mal mit einer Hand mal aufmachen. Ist immer ein bisschen schwierig. Aber hier sieht man schon, dass ich... einmal hier können wir anfangen. Hier ist halt so eine, das ist, glaube ich, das Bordwerkzeug ist normalerweise hier drin. Hier habe ich halt so einen Zipperbeutel, da ist halt alles Mögliche drin. Irgendwelchen Kram, auch wieder Werkzeug und sowas. Aber was ich halt selten brauche. Genauso hier ist noch mal so ein Erste-Hilfe-Ding dabei. Ich habe noch mal ein anderes Erste-Hilfe-Ding da, also für meine normalen Medikamente, wenn ich jetzt irgendwas, weiß nicht, Kopfschmerztabletten und so. Das hier habe ich noch nie aufgemacht. Braucht man jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber das ist dann halt auch so, wenn ich einen Tagesausflug machen würde, hätte ich halt noch mal immer was dabei, ohne dass ich das mitnehmen würde, weil ich kenne mich, dann würde ich es vergessen. Hier noch mal so, weiß nicht, das sind, glaube ich, Magnetbänder. Und hier ist auch noch mal ein Beutel. So, ja, also man kann da schon noch Sachen verstauen. Aber das ist dann auch schon prall bei mir. Mehr kriegst du da nicht rein. Das sind sie, die 10 Taschen, in denen ich mein Leben verstaue. Und weil es eben mein Leben ist und ich nicht nur reise, sondern quasi seit 9,5 Jahren nicht mehr in Deutschland lebe, sondern mein ganzes Hab und Gut auf diesem Bike ist, habe ich wahrscheinlich auch mehr Sachen dabei als andere. Da kann man deutlich noch abspecken. Und auch hier wieder, ich habe es letztes Mal schon gesagt, weniger ist mehr. Umso weniger ihr dabei habt, umso weniger Stress habt ihr damit. Gepäck ist was nur nervt, wenn man damit fährt. Das ist natürlich nice to have, wenn du im Zimmer bist und hast dann irgendwie noch 7 T-Shirts und 3 Hosen und weiß ich nicht, ein Kleidchen und 3 verschiedene Paar Schuhe und so dabei. Aber sobald ihr das transportieren müsst oder vom Hotel ans Bike oder umgekehrt tragen müsst, ist es nur nervig. Deswegen da ist umso besser, umso weniger ihr habt. Und es ist dann auch, das Bike ist einfach viel einfacher zu fahren, zu manövrieren. Gerade Offroad wird euch das Leben unglaublich erleichtern. Deswegen, man kann auch noch hier am Lenker gibt es noch Taschen, die man befestigen kann. Oder auf dem Fender haben manche noch Taschen und so weiter. Das ist alles cool, das sind coole Taschen, habe ich auch schon öfters mal überlegt. Aber es ist dann wieder irgendwas, was ihr dann irgendwann abmachen müsst. Es ist oft so, dass ihr eben den ganzen Kram nicht am Motorrad lassen könnt, dass ihr quasi alles mitnehmen müsst. Ich habe eben die Variante, dass ich eben das Holz da auch drauf lassen kann und kann dann auch nur, so mache ich es halt oft jetzt, wenn ich irgendwo einen Parkplatz habe, abends, dann weiß ich halt, wie ich gepackt habe, weiß ich halt, okay, ich brauche nur meinen großen Rucksack und diese Tasche ziehe ich hier, das ist jetzt nicht festgeschnallt, aber wenn das festgeschnallt ist, kannst du die Tasche so rausziehen und dann habe ich den Rucksack und das und der Rest bleibt am Motorrad.
Das kann ich machen, aber ich kann halt auch alles relativ schnell abschnallen. Aber ich muss dann halt 2-3 Mal gehen. Am Anfang habe ich immer gesagt, so ja, man sollte so das Gepäck dabei haben, dass man alles auf einmal ins Hotel tragen kann. Wenn ihr das habt, ist natürlich super top, aber das geht bei mir nicht mehr. Und es war halt auch am Anfang in den Medinas, eben in Marokko, da muss man dann halt oft 10 Minuten irgendwo zum Hotel laufen, wo du halt das Motorrad nicht mitnehmen kannst. Du musst davor parken. Aber deswegen habe ich ja jetzt diese abschließbare Variante, deswegen nehme ich die Wertsachen erstmal mit und nehme dann Tasche für Tasche mit. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Wenn jemand meine 3 Jahre alten T-Shirts klauen will, soll er sie klauen. Deswegen ist es auch nicht unwichtig, dass man das eben auch geschickt packt, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt nur irgendwie übernachten will, eine Nacht irgendwo, dann brauche ich nur diese Tasche und das mitnehmen. Dass man das so versucht, geschickt zu packen, das ist natürlich nicht immer möglich, weil man dann irgendwie genau eine Sache mehr hat, als jetzt in die Campingtasche reinpasst. Die muss man dann woanders hin packen oder so. Aber dass man das möglichst so packt, dass man abends, wenn man jetzt nur eine Nacht irgendwo übernachtet, dass man 1 oder 2 Taschen mitnimmt und der Rest kann am Bike bleiben. Was ich dabei habe, habe ich schon gesagt, das ist mehr als andere dabei haben, aber ich glaube, es ist vielleicht trotzdem interessant, was jemand auf einer Langzeitreise dabei hat. Das werde ich in den nächsten Videos im Einzelnen vorstellen. Da wird auch vieles Zeug dabei sein, was wirklich nur jemand braucht, der auf dem Bike lebt, aber mit Sicherheit auch viele Sachen dabei sein, die für jeden Reisenden nützlich sind, wo man vielleicht gar nicht so dran denkt. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video nützlich. Zum letzten Video, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass es so viele positive Kommentare waren. War ich tatsächlich ein bisschen überrascht auch und positiv überrascht natürlich. Das hat mich sehr gefreut. Freue mich auch dieses Mal wieder auf zahlreiche Kommentare und möchte mich natürlich wieder bei den Unterstützern bedanken. Und zwar bei Michael, Gerhard, Martin, Stefan, Twin Rider Löw, Michael, Steffi und Pascal vom YouTube-Kanal Kramek 2Up Adventure. Da könnt ihr mal reinschauen. Die bereiten, glaube ich, gerade eine größere Reise vor. Und von Ali Alu Beats Incorporated. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Ruti. Tschüssi.